Die bodenmechanischen Eigenschaften feinkörniger, bindiger Böden werden über die sogenannte Plastizität bestimmt. Damit ist gemeint, dass ein solcher Boden durch äußere Einwirkung seine Form ändern kann und diese dann auch beibehält. Zum Beispiel lässt sich ein plastischer Boden kneten oder zu kleinen Röllchen ausrollen. Die Fähigkeit eines Bodens, sich plastisch zu verformen, hängt sehr stark vom Wassergehalt ab. Wenn zu viel Wasser im Boden ist, dann verhält er sich fast wie eine Flüssigkeit. Wenn es zu wenig ist, dann ist der Boden spröde und fest und lässt sich ebenfalls nicht mehr oder schlecht verformen. Für baupraktische Fragestellungen ist dies relevant, da zum Beispiel die Festigkeit oder die Steifigkeit des Bodens von den plastischen Eigenschaften und dem Wassergehalt abhängen. Der Bereich an Wassergehalten, in dem sich ein Boden plastisch verhält, wird als sogenannter plastischer Bereich bezeichnet und ist durch zwei Grenzen definiert: den Wassergehalt an der Fließgrenze, WL, und den Wassergehalt an der Ausrollgrenze, WP. Diese Grenzen sind für jeden feinkörnigen Boden spezifisch und erlauben es, ihn nach Norm zu klassifizieren. Das folgende Video zeigt Ihnen, wie man die Fließgrenze im Labor mit dem Verfahren von Casagrande bestimmt. Die Fließgrenze bezeichnet den Wassergehalt am Übergang von der flüssigen zu bildsamen, also plastischen Zustandsform. Dieser kann nach DIN EN ISO 17892 Teil 12 mit dem Verfahren nach Casagrande und der zugehörigen Versuchseinrichtung ermittelt werden. Die Versuchseinrichtung besteht aus einer Schale, die durch einen Mitnehmer angehoben werden kann. Dieses Anheben erfolgt entweder händisch, über eine Kurbel oder motorbetrieben. Zusätzlich braucht man neben der bindigen Bodenprobe noch einen sogenannten Furchenzieher aus Plastik oder Metall. Zur Bestimmung der Wassergehalte sind Probenbehälter aus Glas oder Porzellan, eine Waage und ein Trocknungsofen erforderlich. Für die Bestimmung der Fließgrenze benötigt man ca. 200 Gramm Probenmaterial mit Körnern kleiner 0,4 mm. Falls erforderlich, müssen gröbere Bestandteile zunächst entfernt werden. Anschließend wird die Probe gründlich durchgemischt und je nach Bedarf mit Wasser angereichert oder an der Luft getrocknet. Diese Vorgehensweise dient später auch dazu, mehrere Teilproben mit unterschiedlichen Wassergehalten vorzubereiten. Anschließend wird die durchmischte Bodenpaste mit einem Spatel in die Versuchsschale eingestrichen. Dabei sollte möglichst keine Luft mit eingeschlossen werden, da dies die Ergebnisse verfälscht. Die Einbaudicke der Bodenschicht sollte an ihrem tiefsten Punkt mindestens 10 mm betragen. Überschüssiger Boden muss entfernt werden, bis dass eine annähernd horizontale Probenfläche entsteht. Mit dem Furchenzieher wird dann über die gesamte Länge eine Furche in die Probe gezogen, die bis auf den Grund der Schale reicht. Jetzt kann der eigentliche Versuch starten. Dazu wird die Schale händisch oder maschinell mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 Schlägen pro Sekunde angehoben und auf den Sockel fallen gelassen. Dadurch beginnen die beiden Probenhälften sich aufeinander zuzubewegen. Gestoppt wird der Vorgang dann, wenn die Furche über eine Länge von 10 mm geschlossen ist. Die dafür erforderliche Schlagzahl wird notiert und sollte laut Norm im Bereich zwischen 15 und 40 liegen.
Sofort anschließend wird eine Teilprobe des untersuchten Bodens entnommen und der zugehörige Wassergehalt bestimmt. Dieser Versuchsablauf wird mit demselben Boden noch 3 weitere Male durchgeführt, wobei jedes Mal der Wassergehalt leicht geändert wird. Der Wassergehalt der Probe beeinflusst die Anzahl der Schläge, die zum Schließen der Furche benötigt werden. Am Ende des Versuchs liegen somit 4 Wertepaare von Wassergehalt und zugehöriger Schlagzahl vor. Die Wertepaare von Wassergehalt und Schlagzahl im Fließgrenzengerät von Casagrande werden zur Auswertung des Versuchs in ein halblogarithmisches Diagramm aufgetragen. Auf der linearen y-Achse wird dabei der Wassergehalt aufgetragen, auf der logarithmischen x-Achse die Anzahl der Schläge im Casagrande-Gerät. Die 4 Einzelpunkte werden anschließend durch eine Ausgleichsgerade miteinander verbunden. Bei einer Schlagzahl von n gleich 25 kann von der Ausgleichsgerade dann der zugehörige Wassergehalt abgelesen werden. Dieser definiert den Wassergehalt an der Fließgrenze für den untersuchten Boden. Schauen wir uns die Auswertung dieses Versuchs mal an einem konkreten Beispiel an. Insgesamt wurde der beschriebene Versuchsablauf mit 4 Teilproben eines Tons durchgeführt. Dabei wurde jeweils die Schlagzahl aufgezeichnet, bei der sich die Bodenprobe auf 10 mm Länge geschlossen hatte und der zugehörige Wassergehalt durch Ofentrocknung bestimmt. Die einzelnen Punkte werden jetzt in das halblogarithmische Diagramm als Wassergehalt über die Schlagzahl eingetragen. Dabei sollte man möglichst die gesamte Bandbreite der y-Achse ausnutzen. In diesem Beispiel ist also ein Wertebereich von 62 bis 70% gewählt. Anschließend wird eine Ausgleichsgerade durch alle 4 Punkte gelegt. Bei n gleich 25 wird der zugehörige Wassergehalt an der Ausgleichsgeraden abgelesen. Dies ist der Wassergehalt an der Fließgrenze. Für dieses Beispiel ergibt sich ein Wert von 65,8%.